zusammen. Unser letztes Video hat ja damit geendet, dass wir uns auf der Suche nach einem Stellplatz auf einer Offroad-Piste zu einer einsamen Bucht unser Fenster gecrasht haben. Ja, und dann haben wir dann da wirklich an dieser wunderschönen Bucht gestanden, wo wir uns ja so viel Mühe gegeben haben, runterzukommen. Ja, waren dann schon noch ein bisschen geschockt durch den Anblick des fehlenden Fensters. Wir wussten halt auch am Anfang gar nicht, kriegen wir das nochmal zusammengepuzzelt oder was machen wir. Wir hatten jetzt da auch so eigentlich nichts dabei, um das notdürftig zu flicken, und haben es dann, wie ihr dann sehen konntet, ja dann doch noch geschafft, das Puzzle zu verenden, dass wir dann wenigstens, ja, dass es nicht reinregnet, uns nicht reinwindet. Und das Fenster ist ja ziemlich groß. Ja, wir wollten dann auch natürlich direkt gucken, wo können wir Hilfe kriegen, wo können wir ein neues Fenster kriegen. Bloß da unten war komplett remote. Also eigentlich genau das, was wir wollten. Also kein Netz, kein Telefon, kein gar nichts. Ja, aber nachdem wir dann alles wieder zusammengepuzzelt hatten, wurden wir auch ein bisschen ruhiger. Und dann haben wir einfach bis zum nächsten Tag dann gewartet. Ja, und dann stand der Rückweg an. Da hatten wir beide ordentlich Respekt vor, waren auch gut angespannt, haben uns überlegt, wie gehen wir es an, und haben dann entschieden, wir behalten die Rollen zum Beispiel bei, wer fährt und wer einweist. Einfach um da auch noch zu lernen und zu üben, dass ich so einweise, dass Marc weiß, was ich meint, und Marc dann aber auch das macht, was ich zeige. Wir haben uns unterhalten im Nachgang über Scouten und dass uns da wahrscheinlich auch ein bisschen Erfahrung fehlt. Auch der Unterschied zwischen einer vorher beschriebenen Tour aus einem Buch oder von irgendeiner App, wo man sich sicher sein kann, dass man da durchpasst, ist dann doch was anderes, als auf eigene Faust zu fahren. Sind uns aber auch einig, wir haben den Mock, um ihn entsprechend zu nutzen, und wir wollen das auch fahren, und letztendlich no risk, no fun. Den Rest vom Weg haben wir dann echt gut geschafft und standen dann oben, und dann ging es weiter. Ja, dann haben wir halt nochmal geguckt, wo kriegen wir jetzt schnellstmöglich Ersatzfenster her. Ja, das erste Suchergebnis oder die ersten Suchergebnisse haben halt gezeigt, dass wir hätten 300 Kilometer fahren müssen nach, Steffi hilft mir noch mal kurz. Nach Piräus. Nach Piräus. Da hatten wir jetzt keine große Lust zu, weil das hätte bedeutet 300 Kilometer dahin, 300 Kilometer wieder hier zurück, weil der Plan ja auch nach wie vor war, hier Zeit in Leonidio zu verbringen, weil man hier halt so super klettern kann. Steffi hat dann aber noch eine kleine Werkstatt ausfindig machen können, hier direkt in Leonidio. Die hat ziemlich gute Bewertungen gehabt. Ja, und da sind wir dann hingefahren. Ja, es ist jetzt keine Werkstatt, die jetzt speziell für Camper, Vans und Wohnmobile ausgerichtet ist. Eine ganz normale Kfz-Werkstatt, allerdings machen die auch Boote. Und wir dachten, okay, Boote haben in der Regel auch Fenster, wir halten da mal an und fragen mal, wie es aussieht. Die waren auch super nett, haben auch gesagt, sie könnten uns helfen, haben sich auch unser Ölleck mal angeguckt und dazu gemeint, da wäre jetzt kein direkter Handlungsbedarf. Da könnten wir jetzt erstmal mitfahren und das wäre okay, und würden sich um das Fenster kümmern. Das mit dem Fenster kümmern hat sich dann rausgestellt nach einigen Tagen, war nicht so einfach. Er konnte das nirgendwo finden. Wir haben zeitgleich auch gegoogelt und haben dann einen Campingshop in Griechenland gefunden, die das Fenster haben, die auch die Aussteller haben, und haben das jetzt da bestellt. Es wird dann zur Werkstatt geliefert, wird wohl einige Zeit dauern. Also auf der Homepage steht 11 bis 15 Werktage. Wir werden sehen. Ja, da müssen wir jetzt halt mal noch was abwarten. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, war die Werkstatt halt super nett. Es ist halt zwar auch komisch, dass wir das jetzt nochmal als Ausländer dann, ja, dann aber gecheckt haben, wo wir das Fenster herkriegen, aber trotzdem total lieb. Ne? Also ich hatte es in Deutschland zum Beispiel noch in keiner Werkstatt, dass ich dann da hingefahren bin und dann irgendwie einfach so eine ganze Tüte grüne Bohnen bei denen aus dem Garten geschenkt bekommen hat, wo wir jetzt irgendwie ganz bestimmt noch die ein oder andere Woche von essen können. Ja, und die sind lecker. Die sind super lecker. Ja, also einfach mal so, das ist halt dann auch Griechenland. Ja, wir werden dieses Ölleck werden wir dann wieder, wenn wir Mitte dieses Jahres nochmal für einen kurzen Zwischenstopp nach Deutschland fahren.
werden wir nochmal in Gaggenau bei Mertec. Die sollen sich das alles nochmal genau angucken. Wir haben da werden uns da einen Termin machen nochmal für eine große Inspektion. Und ja, so werden wir das machen. Genau. Wir werden also jetzt die nächsten Wochen hier in Leonidio verbringen. Finden das aber beide jetzt gar nicht tragisch, weil es ist sehr schön hier. Wir werden in der nahen Umgebung ein bisschen klettern. Wir haben auch mittlerweile einen echt tollen Stellplatz gefunden, direkt am Meer, der auch für die Hunde super ist. Wir haben hier alles vor Ort, was wir brauchen, sei es Supermarkt, sei es Gemüseläden, Bäcker, also alles ist da und wirklich auch relativ schnell zu erreichen und von daher werden wir hier die Zeit aussitzen. Ja, das ist super. Also wenn wir was einkaufen müssen oder irgendwas brauchen, gut, also entweder fahren wir halt mit dem Mock rein, war jetzt aber auch schon ganz oft, dass ich mich dann hier einfach schnell auf den Scooter stelle, da bin ich in 8 Minuten bin ich in Leonidio und ja, das funktioniert halt super. Wir wollen uns aber auch nochmal an dieser Stelle bedanken für die ganz vielen netten Kommentare, die wir auf das Video bekommen haben und wirklich auch viele hilfreiche Tipps. Wir machen uns da Gedanken drum und sind da auch schon in der Planung, das ein oder andere aufzugreifen. Ja, auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank dafür. Es ist Wahnsinn, wie viele Menschen sich unsere Videos angeguckt haben. Hammer, wir freuen uns. Okay, dann halten wir euch auf dem Laufenden. Ja, ich werde jetzt mal einen kleinen Spaziergang durch den Regen machen. Ja, das Wetter ist heute den ganzen Tag schon sehr bewölkt, das ganze Zeit am Regnen. Und wir haben uns überlegt, ja, bei dem Wetter werden wir uns ein leckeres Moussaka heute kochen. Und dafür brauchen wir allerdings noch ein paar Zutaten. Ja, dann werde ich jetzt das mal sportlich nehmen und werde zu Fuß nach Leonidio reingehen. Bis gleich.
Ja, scheint, dass ich mir genau den richtigen Zeitpunkt ausgesucht habe, um loszugehen. Aber gut, jetzt bin ich unterwegs und so ein bisschen Regen tötet einen ja auch nicht. Hier unter dem Baum regnet es gar nicht so doll. Glück für die Hühner. So, alles eingekauft. Cola, Schokolade, Zwiebeln, Hackfleisch und die Auberginen. Und dann können wir uns heute Abend ein leckeres Moussaka zaubern. Ja, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so ausschaut, hat jetzt doch ganz gut getan hier das Gehen. Wir waren ja gestern noch mal klettern. Ja, da war ich jetzt aber noch mal an meinem körperlich-persönlichen Schwierigkeitsgrad-Limit seit langem unterwegs. Ja, und jetzt hier ein bisschen als Ausgleich eine kleine Wanderung zu machen, das ist für ganz bestimmt ein Stündchen insgesamt, bin ich jetzt doch ganz zufrieden. So, erfolgreich. So, mal die wichtigsten Sachen zuerst. Cola. Eine Aubergine. Die berühmt-berühmten Zwiebeln haben wir jetzt auch mal wieder auf Vorrat. Super wichtig. Und dann noch hier das Hackfleisch. Rainy days never felt so nice. The sky beats just to feel more light. Overcast wasn't overdone. What we needed was to overcome. Rainy days never felt so nice. Es ist echt ungemütlich hier. Me better than you ever could. The wind cries merry and I wipe the tears. All I needed was someone to hear. The bitter cold never felt so. Wir brauchen für die Moussaka Kartoffeln, Aubergine, Tomaten, Zwiebeln und Knoblauch, Hackfleisch, Tomatensoße oder beziehungsweise stückige Tomaten, für die Bechamel nachher Margarine, Mehl und Milch, Käse zum Reiben und zum Würzen Salz, Pfeffer und Thymian. Something I
Ja, hallo. Diese Woche war unser Video ein bisschen anders wie unsere Videos zuvor. Es hatte halt aber auch maßgeblich hier mit unserer Scheibe zu tun. Ja, wir sind halt einfach dadurch nicht so viel on the road, wie wir sonst on the road sind. Ja, wir haben entschieden, dass wir nicht so viel mit der Scheibe fahren wollen. Das hält zwar so weit, ist halt aber nicht mega stabil. Und bevor wir irgendwo unterwegs da Teile verlieren und dann blöd dastehen, haben wir entschieden, wir bleiben wirklich ganz nah im Umkreis Leonidio. Hinzu kommt, dass das Wetter diese Woche echt bescheiden war. Das heißt, wir konnten auch nicht viel klettern gehen und haben wirklich die Woche verbracht mit vor dem Laptop sitzen, lesen, Hunderunde, kochen, essen und das war es eigentlich. Aber ich denke, auch das ist Reisen und deswegen haben wir euch das auch gezeigt. Nächste Woche nehmen wir euch dann wieder mit, bei hoffentlich besserem Wetter, wo wir vielleicht was machen können. Es gibt hier eine Windmühle, wo man hochwandern kann oder auch ein Kloster. Sollte das nicht so sein, nehmen wir euch auch dabei mit. Das heißt, nächste Woche seid ihr wieder dabei, ob wir was erleben oder halt nicht. Okay, dann bis nächste Woche. Ciao. Bye.